Moin Leute, ich bin der Joko. Ich lege hauptsächlich Drum Bass auf, komme aus Hamburg und bin jetzt heute mal hier zu Gast bei Künstler wie keine im Interview. Freue mich drauf und ja, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Künstler wie keine. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Joko sitzt heute neben mir. So sieht's aus, ja. Schön, dass ich kommen durfte. Gerne. Du bist Hamburger. Genau, so ist es. Heute mal ein Hamburger bei uns zu Gast in Lüneburg. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben gerade auf den Flyer geguckt. 2012 müsste das ungefähr gewesen sein, vielleicht ein bisschen schon eher. So 3 Jahre her. So. Du legst auf, und zwar Drum and Bass. Wie bist du darauf gekommen? Also wie bist du in diese Drum and Bass Richtung gekommen? Ja, es ist so, also ich lege eigentlich schon ziemlich lange auf, seit 1999. Und damals habe ich halt noch komplett anderen Kram gespielt. Ich habe irgendwie angefangen halt mit 90er Hardtrance-Sounds, so, was halt noch damals irgendwie bei den Mayday-Partys und so lief. Und das ist ja auch früher halt immer relativ schnell gewesen, so von den BPMs. Das war eigentlich so, dass mir am meisten Spaß gemacht hat. Und im Laufe der Jahre habe ich dann mal so langsam halt noch andere Styles ausprobiert, weil irgendwann war ja dieser 90er Rave-Sound dann halt natürlich nicht mehr in. Und dann kamen so halt Techno-House-Elektro-Sachen, da habe ich auch ein bisschen was aufgelegt. Hat mir auch Spaß gemacht, so durch diese verschiedenen Styles mal so zu wechseln, aber irgendwie war es halt immer nicht das gleiche wie dieser richtig schnelle Retro-Sound, der so richtig gut abging. Und dann habe ich halt irgendwann, ich glaube 2008 oder sowas war das, habe ich dann halt über das Internetradio, Bassdrive und Drum Bass Radio und so weiter dann so langsam diese Schiene entdeckt. Also du hast dann auch verschiedene Auftritte in Hamburg oder? Ja, schon. Also es ist halt so, dass doch Drum Bass mäßig bin ich meistens eher lokal unterwegs, schon eher so in Hamburg, weil unter anderem veranstalte ich halt da halt auch selber mit ein paar Kumpels zusammen eine Party, nennt sich halt Electric Fabric. Und da machen wir halt immer so eine Verschmelzung von 2 verschiedenen Styles, weil wir auch auf 2 Floors dann halt DJs am Start haben. Welche Location ist das? Das ist jetzt, jüngst ist es das Fundbüro gewesen, da waren wir halt ein paar Mal. Vorher aber auch schon nochmal in der Prinzenbar gewesen und ganz, ganz früher im Edelfettwerk. Also wir haben schon so ein paar Locations ausprobiert. Und es ist halt so, dass wir ja eben 2 Styles mischen wegen 2 Floors. Und auf dem einen mache ich halt Drum Bass mit ein paar Kumpels zusammen und lade auch mal gerne mal ein paar andere DJs ein. Bei der letzten Party hatten wir zum Beispiel T-Bass und Level C da. Die kommen aus Chemnitz und betreiben da ein Drum Bass Label, C Recordings. Auch inzwischen so langsam relativ erfolgreich im Liquid Drum Bass Bereich. Und also es macht mir auch relativ viel Spaß, dann da immer so einen Kontakt in der Szene zu knüpfen. Und einfach, dass man sich mal auch persönlich kennenlernt, wenn man vorher halt nur vielleicht im Internet mit irgendwelchen Leuten geschrieben hat. Und das funktioniert an solchen Partys auch relativ gut eigentlich. Also das ist alles relativ familiär, auch mit der Hamburger Szene kommt man relativ gut klar. Ich habe halt ein paar Kumpels, die eine eigene Drum Bass Party Drum Tour veranstalten, bei denen bin ich auch ab und zu Gast und lege dann bei denen auf. Und also relativ viel lokale Arbeit sozusagen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Ja, also ich hatte ja eben noch mal angedeutet, dass ich ja halt auch versuche, diesen 90er Retro-Sounds ein bisschen am Leben zu halten. Und das mache ich halt eben, wie gesagt, bei Revival Kult, dem Online-Radiosender. Da habe ich halt auch regelmäßig eine eigene Show, die dann immer 2 Stunden läuft. Und zusätzlich zu dem, was ich halt da auflege, lasse ich auch gleichzeitig die Webcams mitlaufen, weil ich halt bei mir zu Hause im Studio habe ich dann sowohl auf den Mixer von oben als auch von vorne halt jeweils eine Webcam installiert, dass dann halt die Leute, wenn sie Bock haben, auch zugucken können, wie das denn abgeht, wenn man halt noch mit Vinyls mixt. So, das ist ja heutzutage auch nicht mehr aktuell. Ja. Und ich habe halt gerade für diesen 90er Retro-Sound die ganzen Sachen halt eben auf Vinyl gesammelt. Und das spiele ich natürlich auch eben dementsprechend authentisch wie früher genau mit dem Medium weiter ab. Und kann man halt zuhören, aber eben auch zuschauen. Cool, wie regelmäßig ist das ungefähr? Das sind alle 2 Wochen im Prinzip, weil ich mache das so, ich habe halt eben auch eine Drum Bass Radioshow, die läuft bei dmbradio.com und ich wechsle das eigentlich immer ab wöchentlich, so, damit ich halt nicht zu viel Zeit in alles irgendwie rein investieren muss, habe ich das ein bisschen aufgeteilt, sodass mal eine Woche die Oldschool-Sendung läuft und eine Woche dann die Drum Bass-Sendung. Das ist auf jeden Fall. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, auch über Facebook, oder? Ich glaube schon, ja. Also es war halt so, du hattest glaube ich irgendwie die Partyreihe Kids Need Dubstep oder wie die hieß, hier in Lüneburg anlaufen. Und irgendwie so war das genau, dass ich dann halt auch darauf aufmerksam geworden bin und gedacht hatte, hey, kannst du ja mal connecten, vielleicht läuft ja irgendwas zusammen. Ja, genau, also Joko war fester Bestandteil dieser DJ-Crew. Genau, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Also die Lüneburger Crowd hat mir immer sehr gefallen. Es war immer sehr nett, sehr offen und die Leute waren einfach auch, hat sich halt auch drauf und konnten relativ schnell feiern. Und das ist halt, wie teilweise habe ich das Gefühl, dass in Hamburg manchmal das alles ein Tick langsamer anläuft, wenn man im Club ist. So. Okay. Die Leute brauchen ein bisschen länger, um warm zu werden. Ein paar mehr Drinks. So ungefähr, ja. Das lief ja eigentlich immer echt sehr locker ab. Das war sehr cool. Ja, wahrscheinlich, weil es halt dann so selten war, dann haben die Leute gleich von vornherein alles gegeben. Haben sie total wie schon drauf hingefiebert und dann gleich richtig los, ja.
Ja, cool. Ja. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, schön, dass ich kommen konnte. Ja, gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch nett, dich wiederzusehen. Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal. Schönen Tag euch noch. Alles klar.